Habt ihr auch einen Bärenhunger auf Anime? Super, denn in unserer heutigen bärtastischen Anime-Review geht es um süße Bären. In ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären. Hüpfen hier und dort und überall. Nein, nicht diese Bären. Es geht um diesen Anime heute, den 2020 erschienenen Anime Kuma 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 Bear, welcher im Studio EMT Squad entstand und seit Anfang Februar diesen Jahres hierzulande durch Peppermint Anime erhältlich ist. Wie ich diesen bärenstarken, etwas anderen Isekai-Anime fand, das erfahrt ihr jetzt. Kuma 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 Bear dreht sich um die 15-jährige Yuna, welche viele Milliarden Yen mit Aktien verdient hat und am liebsten zu Hause bleibt, um ihr Lieblings-VR-MMO zu spielen. Schule ist für sie ein Fremdwort und auch sonst unternimmt sie nichts anderes in ihrem Leben. Als ein seltsames neues Update ihr ein einzigartiges und seltenes Bärenoutfit mit überwältigenden Fähigkeiten verleiht, ist Yuna hin und her gerissen. Das Outfit ist zwar niedlich, aber ihr ist es zu peinlich, es im Spiel zu tragen. Als sie eine Umfrage zum neuen Update beantwortet und das Spiel anschließend neu startet, findet sie sich plötzlich in der Welt des Spiels wieder und als sie sich mit Monstern und Magie konfrontiert sieht, wird das Bärenoutfit bald zur besten Waffe, die sie hat. Der mit Bäreninhalt strotzende Anime, welcher auf Kuma Nanos Light Novel basiert, entstand unter der Leitung von Regisseur Yu Nobuta und Serienregisseur Hisashi Ishii im Studio EMT Squad. Für das Charakterdesign war Yuki Nakano und Zero29 zuständig. Die Light Novel, welche 2015 startete, sowie die Manga-Adaption, welche 2018 startete, ist bislang noch nicht abgeschlossen. Kuma 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 Bear erzählt eine einfache, seichte Isekai-Geschichte, welche allerdings mit einem so kuriosen Plot, nämlich dass Yuna, ein 15-jähriges Mädchen, plötzlich in einem Bärenkostüm die Welt unsicher macht, daherkommt, dass diese wieder einzigartig und spektakulär wirkt. Dabei nimmt sich das Werk nie ganz ernst und überrascht den Zuschauer mit tollen Geschichten rund um Freundschaft und was es bedeutet, wenn man als Einzelgängerin merkt, dass einem eine Person ans Herz gewachsen ist. Im Großen und Ganzen kann man Kuma 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 Bear als Wegfindung einer Einzelgängerin bezeichnen, denn nichts anderes passiert in diesem Anime. Dabei bleibt der Anime durchgehend spannend, wenn noch einige Geschehnisse weit hergeholt sind und verliert zu keiner Zeit seinen Charme. Bezogen auf das Setting sowie die Idee des Werkes ist Kuma 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 Bear allerdings Durchschnitt. Die Idee, dass ein Mädchen in einem VR-MMO gefangen ist und dort von nun an ihr Leben verbringt, ist seit langem nichts Besonderes mehr und wird auch zur Zeit sehr überstrapaziert. Hier hilft auch nicht, dass das Mädchen gar nicht aus dem Spiel will und das Geschehene sogar genießt. Dennoch fand ich die Idee, die Protagonistin als Bärin auftreten zu lassen, super ulkig und eine tolle neuartige Ergänzung zum ohnehin schon überfüllten Isekai-Markt. Hauptsächlich besteht der Anime aus typischen Isekai-Charakteren wie einige unauffällige Schurken und herrschenden Adelsfamilien. Das kennen wir ja zuhauf von Isekai-Anime. Allerdings wird bei Kuma 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 Bear das Ganze noch mit einigen Charakteren ergänzt, welche einem sehr ans Herz wachsen müssen. So zum Beispiel Fina, welche mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester zusammenlebt und ihren Vater schon früh verloren hat. Trotz ihres schweren Lebens strotzt Fina vor Lebensfreude. Sie ist auch der heimliche Star der Geschichte und bezaubert immerzu mit ihrem tollen Lächeln. Yuna, die Protagonistin des Anime, überzeugt zwar nicht mit einer detailreichen Hintergrundgeschichte, dies ist auch bei diesem Anime nicht wirklich notwendig. Dennoch ist ihr Charakter äußerst putzig und flauschig gestaltet, wodurch man ihn einfach lieben muss. Generell muss man Kuma 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 Bear seine stellenweise fehlende und mangelhafte Charakterhintergrundgeschichte und Entwicklung dennoch anprangern. Gerade bei öfters vorkommenden Charakteren hätte ich mir eine tiefere Hintergrundgeschichte gewünscht, wenn eben diese auch nicht wichtig für das Werk an sich gewesen ist. Yuki Nakano hat es geschafft, die Charakterentwürfe und Illustrationen von Zero29 gekonnt für den Anime umzusetzen und diese zusammen mit den Mitarbeitern von EMT Squad Leben einzuhauchen. Apropos Animationen, diese sind durchweg flüssig und auch bei Kämpfen bzw. schnellen Aktionen kommt diese nichts ins Stottern. Fair halber muss man allerdings erwähnen, dass einige Kämpfe Standbilder verwendeten. Doch würde dies bei einigen anderen Werken eher negativ auffallen, wurde dies bei Kuma 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 Bear gekonnt als stilistisches Mittel eingesetzt und störte überhaupt nicht. Die Farbgestaltung sowie die Kontraste waren zudem zeitgemäß gesetzt worden
und konnten somit das eigentliche schon tolle Charakterdesign noch einmal positiv hervorheben. Für die musikalische Untermalung war Shigeo Komori, welcher schon bei K-On! Diese leitete, zusammen mit Nippon Columbia zuständig. Zusammen mit Azumi Wakis Opening Itsuka no Kyoko sowie Maki Kawases Ending Anone Ending Song, welcher abgeändert als Anone Loved Once Version als Duo-Variante zusammen mit Azumi Waki in der 12. Episode den Anime abschloss, bilden diese eine traumhafte Einleitung sowie Abschluss der einzelnen Episoden. Dies schließt auch die innerhalb des Werkes verwendeten Musikstücke mit ein. Musikalisch war Kuma 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 Bier jedenfalls top. Für die deutsche Umsetzung von Kuma 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 Bier war die Synchronfirma Violet Media in München zuständig. Für das Dialogbuch war Julia Bautz und Robert Weber zuständig, während die Dialogregie Christian Hanisch übernahm. Ich könnte nun Vinzenz bärenstarken Joke von wegen die Charaktere sind knuddelig und pelzig gesprochen bringen, aber das wäre wohl zu bärenlastig für diese Review. Die Bärencrew rund um Maike Dähn als Juna, Jana Dunja Gries als Fina, Lara Schmidt als Flora und Amira Leisner als Karin sowie Katharina von Dake als Rolina, Lisa Zitternick als Shuri und so viele weitere Sprecher versahen die einzelnen Charaktere merklich mit Herzblut und Leidenschaft, wodurch diese ohnehin schon tollen Charaktere noch knuffiger wurden. Wie ist also meine Meinung zu diesem bärenhaften Isekai-Anime? Kuma 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 Bier bietet eine einfache, nicht gerade neue, aber dennoch spannende und vor allem lustige Geschichte rund um die Entwicklung einer Einzelgängerin. Dabei wird das Werk durch eine zeitgemäße Animation, tolle Farbgestaltung und einer stimmigen Synchronisation unterstützt. Ich für meinen Teil liebe Kuma 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 Bier. Das war unser Review zu Kuma 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 Bier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar in der Kommentarbox sowie einem Abo sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, vielleicht ja zu der Review zu Kuma 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 Bier Staffel 2, denn diese zweite Staffel ist bereits angekündigt. Bis zum nächsten Mal, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.